Stell dir vor, du öffnest eine Packung aus dem Tiefkühlfach, erhitzt sie in der Mikrowelle und glaubst, du isst ihn wohlst endiges, nahrhafts Gerrit. Doch wenn das, was auf der Verpackung steht, etwas mit dem Zutaten hat, was wirklich darin steckt. Wenn hinterbanten Bildern von dampfenden Nudeln, nussbrigem Flassig und frischem Jam, ein industrielle Realität steckt, die wenigsten kennen und die höchstelle Liebe verbergen müde geworden, Tiefkühlgericht sind Hut, aus vielen Haushalten nicht mehr wegzudenken. Schnell, praktisch, erschwinglich. Doch dies Bequemlichkeit hat einen Preis, und der liegt nicht immer auf dem Kassenband. Die Tiefkühlindustrie ist einer der am schnellsten wachsenden Lebensmittelsektoren weltweit. Allein in Deutschland wurden jährlich Milliarden Euro mit Fertiggerichten aus der Tiefkühltruhe umgesetzt. Und mit diesem Wachstum ist eine Industrie entstanden, die nicht mehr nach Qualität strebt, sondern nach Gewinnmaximierung. Billigste Zutaten, verschleierte Herkunft, irreverende Beschriftungen der Verbräucher, die am Ende des Tages schlicht nicht wissen, was sie wirklich essen. Frage war Tiefkühlkost ein Ausnahme. Ein praktisches Hilfsmittel, das in den Nachkriegsjahren in deutschen Haushalten Einzug hielt. Die ersten Tiefkühlprodukte bestanden noch aus echtem Fleisch, echtem Jam, sie einfachen Zutaten. Niemand muss dann in Chemielabyrinten konsultieren, die Zutatenlist zu verstehen. Doch mit der Zeit haben Großkonzerne die Branche übernommen. Die alten Rezepturen wurden vereinfacht. Verfeinert mit Geschmacksverstärkern, gestreckt mit FU Laststoffen und optimiert für maximal Haltbarkeit bei minimalem Aufwand. Heute ist ein einfaches Tiefkühlgericht das Ergebnis industrieller Prozesse, und denen Dutzende von Chemikalien, allemin an Konservierungsmitteln beteiligt sind, ohne dass der Verbraucher es merkt. In diesem Video werden wir sehen Tiefkühlgericht, Marken unter die Lupe nehmen, bei denen du besonders vorsichtig sein solltest. Wir werden dir zeigen, was hinter den Kulissen passiert, wie du als Verbraucher geacht werden kannst und am Ende erklären wir dir, wie du wirklich gut Tiefkühlgericht erkennst und welche Alternativen noch nach ehrlichen Prinzipien hergestellt werden. Beginnen wir mit einer Marke, die in Deutschland seit Jahrzehnten für ein Stage Tiefkühlgericht bekannt ist und in nahezu jedem Discounter zu finden ist Iglo. Das Unternehmen präsentiert sich gern mit einem frischen, natürlichen Image für die Chen vom Kapiten Banti-Gemmo Semischangen, praktische Alltagshelfer. Doch ein genereller Blick auf die Zutatenlisten einiger Produkte seit ihn und des Bild. Wie der sogenannten Fertiggericht von Iglo überraschend hohen Anteil an Wasser, Stärke und ästlichen Aromen. Besonders auffällig ist der Fischgehalt bei manchen Fischprodukten, der deutlich unter dem liegt, was das Bild auf der Verpackung suggeriert. Verbraucherschutzorganisationen wie Foodwatch haben in der Vergangenheit mehrfach auf ihre Fremde Aufmerksamkeit hingewiesen. Zudem stammt ein erheblicher Teil der verwendeten Fisches aus Zutatenlisten mit fragwürdigen Bedingungen und dass dies für den Verbraucher klar erkennbar ist. Kommen wir zu Nummer 9, Dr. Atke. In dem will deutsche blind vertrauen, schließlich verbindet man ihn mit Tradition und Qualität. Doch auch hier lohnt sich ein zweiter Blick. Insbesondere die Tiefkühlhalbisen dieser Marke stehen seit Jahren in der Kritik. Foodwatch hat mehrfach dokumentiert, dass der Belag auf den Verpackungsfotos erheblich üppiger erscheint als das tatsächliche Produkt. Dies Praxis, bekannt als Modulpackung, ist in Deutschland formell legal, ethisch jedoch etwas fragwürdig. Darüber hinaus finden sich in den Zutatenwähler der Atke
Pisen ein, Reihe von Zusatzstoffen wie modificiertes Teilaken, Emulgatoren und Aromen, die den Geschmack kiun nestlich zugen, der eigentlich durch hochwertig Zutaten entstehen sollt. Weiter geht es mit Platz 8 Befrost. Dieses Unternehmen setzt auf Direktvertrieb und erweckt damit den Eindruck von Exklusivität und Premiumqualität. Die freundlichen Fahrer, zu der persönliche Service, die versprechen von frische Dialekt und die Hoster, das klingt verlockend. Doch Verdichtetests und verbliche Berichte siegnen ein anders Bild. Mira Produkte wurden in Anabi angigen Laboranalysen auf einen erhöhten Gehalt an Phosphatsystesen untersucht. Phosphat wurden in der Flächeverarbeitung eingesetzt, Wasser zu binden und das Juit des Produkts zu erhöhen was bedeutet, dass du als Verbräucher im Endeffekt Faktors Wasser bezahlst. Gleichzeitig stehen Phosphat im Verdacht, bei übermam so einem Konsum die Nierenfunktion zu belasten. Befrost kommuniziert dies Zusatzstoff in seinen Marketingmaterialien kaum. Auf Platz 7 steht in Name, der vor allem im Discount Bericht dominiert ismen. Du lik Befrost Vertretismen sehen Produkt über den Direktvertrieb und bewirkt der BI in intensivengablich Hausmannskost Qualität. Dort beginarem hinsen zeigt sich, dass innerheblicher Teil der angebotenen Charity auf Basis von Zutaten aus Niedriglohn Ländern produziert wird und dass die Herkunft transparent kommuniziert wird. Untersuchungen von Verbraucher Schatzportalen haben gesagt, dass bei manchen Fleischprodukten von Eismann das verwendet flüssig aus Tieren stammt, die unter stark kritisierten Massentierhaltungsbedingungen aufgesogen wurden. Die Marketingsprach suggeriert dabei, dass endliche Del die Realat ist ein Andier. Wenn du bis hier geschaut hast und merkst, dass das Thema wichtiger ist, als du dachtest, dann tu einer Person in deinem Umfeld einen gefallen und teil dieses Video. Viele Menschen verlaufen täglich ein Tiefkühlverpackung und zu nennen, was darin steckt. Gemeinsames Wissensgut sieht. Weiter zu Platz 6, Fendus. In Skandinavien groß geworden, in Deutschland ebenfalls got verankert. Fendus geriet international in einen der größten Lebensmittelskandal der europäischen Geschichte, den Parfümfleischskandal von 2013. Damals wurde in Fendus Lasagne, die angeblich Ostleis Litrenflüssig enthielt, DNA von Förden nachgewiesen in einigen Proben zu fast 100%. Der Skandal laschi das Veteran in die gesamt Tiefkühlbranche und seht exemplarisch, wie intransparent und fehleranfällig international Zulieferketten sein können. Obwohl Findus sein Lieferkettsystem überarbeitet hat, bleibt die Frage, wie viel hat sich wirklich geändert und wie viel davon ist lediglich PR. Auf Platz von folgt Froster ein Mark, die sich aktiv mit dem Versprechen ohne Zusatzstoff positioniert und damit in der Werbung klar herverstet. Grundsätzlich werden dieses Engagement anerkannt. Doch Gorch bei Froster gibt es Punk, die kritisch zu betrachten sind. Obwohl das Unternehmen tatsächlich auf viel Zusatzstoffe verzichtet, sägen Inhaltsanalysen einzelner Produkte, dass der Salzhaltteils erheblich über den empfohlenen Tageswerten liegt. Für Menschen mit Bluthochdruck oder Herzerkrankungen ist dies ein nicht zu unterschätzender Risikofaktor. Außerdem wurden von Verbrauchern gelegentlich deutlich Qualitätsunterschiede zwischen verschiedenen Chargen berichtet, was auf Inkonsistenzen im Produktionsprozess hinderten könnte. Nummer, wir bringt uns zu einem der größten Lebensmittelkonzerne der Welt, Nestlé. Unter seinen Deckmarken vertritt Nestlé auch in Deutschland zahlreiche Tiefkühlprodukte, unter anderem über Marken wie Wagner und Stouffer's. Das Unternehmen steht weltweit seit Jahren im Fokus von Verbraucherschützern, NGOs und Investigativjournalisten wegen anderzeitiger Rohstoffbeschaffung,
Wasserrechtskonflikten in der dritten Welt und wiederholt auftauchten. Qualitätsproblemen in der Produktionskette. Im Bereich Tiefkühlgerichte sind es vor allem die Zutatenlisten, die auffallen, mehrere Wagner Produkte enthalten ein Range von Zusatzstoffen. Geschmacksverstärken an der Viele Stoffen, die im keinem vernünftigen Verlautnis versprochenen Qualität stehen. Und das bei einem Konzern, der gleichzeitig weltweit für Nachhaltigkeit und Gesundheit wirbt. Auf Platz 3 McCain. Vor allem für seine Tiefkühlkartoffelprodukte bekannt, hat sich McCain in den letzten Jahren auch im Bereich Tiefkühlgerichte und billigen etabliert. Dort gerät bei den verarbeiteten Kartoffelprodukten ist ein ernstes Thema Acrylamid. Dieser Stoff entsteht beim Erhitzen stickhaltiger Lebensmittel anstatt im Verdacht, krebserregend zu sein. Da Europa ische Biwader für Lebensmittelsicherheit. Kurs EFSA hat Acrylamid bereits als laufendliches Gesundheitsanliegen ingestaft. Verschiedene Tests durch Deutsche medienweise Stiftung während des Heben bei Tiefkühlpoms an unerhaltlichen Produkten von McCain wiederholt die Acrylamid wird nachgewiesen sam. Der über den von der EU als Richtwert festgelegten Menschen. Hinzu kommt, dass weil McCain Produkt einen erheblichen Anteil an Pommel enthalten, dessen ökologische und gesundheitliche Implikationen mittlerweile dokumentiert sind, bevor wir zu den beiden beunruhigendsten Fällen kommen. Lass uns einen kurzen Moment innehalten, was du bisher gehört hast, ist kein Zufall, kein Ausnahme. Es ist ein Muster. Ein Muster, das sich durch die gesamte Tiefkühlindustrie sieht und das auf einem einfachen Prinzip basiert Kosten, senken, Gewinn maximieren, Verbräuche im Dunkeln lassen. Das funktioniert nur, weil die meisten Menschen keine Zeit haben, Zutatenlisten zu lesen, Studien zu recherchieren oder Herkunftsangaben nachzuverfolgen. Und genau darauf verlassen sich diese Unternehmen. Kommen wir zu Platz 2. Ferrero mit seiner Linien-Tiefkühl-Produkten, aber noch relevanter in diesem Kontext ist ein Blick auf Unilever, das hinter mehreren in Deutschland populären Tiefkühlmarken steht. Unilever ist einer der großen 10 Lebensmittelkonzerne weltweit und hat über die Jahre zahlreiche Regionalmarken aufgekauft, standardisiert und in seine globalen Produktionsketten integriert. Was dabei verloren geht, ist regional Qualität und handwerkliches Know-how. Mit ehemaligen Mitarbeiter und unabhängigen Analysten haben beschrieben. Weihnachts der Bernam durch Unilever in verschiedenen Produktlinien schrittweise gehen, Instiger, Zutaten eingesetzt werden, und dass sich die Verpackung oder der Preis änderte. Dies Praxis wird in der Branche als Schrinkflation oder Stilrezeptversetzlekterung bezeichnet. Der Verbrauchermarkt ist kaum bis es ihm jemand erklärt, und jetzt Platz 1. Die Mark. Beide die Probleme am tiefgreifendsten und am besten dokumentiert sind heute, Teil des Konzerns Nestlé. Heute vertreibt unter anderem Tiefkühlgericht auf Fleischbasis Restchen und Varietät Fleischprodukt. In mehreren unabhängigen Laboranalysen, unter anderem vom deutschen Verbrauchermagazin UKO, Test wurden in heute Produkten regelmäßig Problem dokumentiert. So ho Nitriput aus Nitripi Kelsals, Frag wo war die Fleischqualität und Deklarationen, die für den durchschnittlichen Verbraucher kaum nachvollziehbar sind. Nitripi Kelsals steht im Verdacht, im Keller per Krebsagenda Verbindungen Superdiden, und die Weltgesundheitsorganisation hat Verarbeitetspflicht offiziell als Gruppe 1, Carcinogen ingestaft, also als Stoff, dessen Krebsergang beim Menschen als gesichert gilt. Heute vermarktet sein Produkt hinein mit Begriffen wie nicht redlich und traditionell eklatenter Widerspruch zur wissenschaftlichen Realität. So, Marken sind gerade an dieser Vorsicht.
aber jetzt kommt das Wichtigste, was kannst du als Verbrecher tun. Wie erkennst du beim Ecofan, ob ihn Tiefkühlgericht wirklich gut oder ne gut vermarktet ist? Die erste Regel ist die einfachste und wirkungsvollste, lies die Zutatenliste. Nicht den bunten Text auf der Website, nicht das Bild, nicht den Slogan die Zutatenliste auf der Objektsite. Als Faustregel gilt, je größer und inlicher die List, desto ehrlicher das Produkt. Wenn du ihn Zutat nicht aussprechen kannst oder nicht weißt, was sie ist, dann weiß den Körper es meistens auch nicht. Acht insbesondere auf Begriff, Aroma und weiter Spezifizierung, auf Phosphat, auf modifizierte Steendeck und auf den allgemeinen Begriff also hinter dem sich oft eine Mischung aus Glutamat und anderen Geschmackswürstwerken verbirgt. Die zweite Regel auf den Fließchantel. Bei Tiefkühlgerichten mit Fließig muss der genau prozentual Anteil angegeben sein. Ein Produkt, das sich Bolognese nennt und nur 15% Fließig hinterlässt, ist kein ehrliches Produkt, egal wie schon das Foto aussieht. Die Qualität beginnt bei mindestens 25 bis 30% Fließchanteil bei fleischbasierten Gerichten. Die dritte Regel schau auf die Herkunft angeben. Hersteller geben an woher ihre Hauptzutaten stammen. Wenn ein Produkt aus verarbeitetem Fleisch besteht, ohne Angabe des Herkunftslandes, ist das ein Warnsignal. Die EU schreibt für frisches, gekihotiges und Jefferins Fleisch ein Herkunftskennzeichnung, wo aber bei verarbeitetem Fließig in Fertiggerichten gelten wie Ausnahmen, die Industrie gern ausnutzt. Die vierte Regel wird Testsiegen aber kritisch. Stiftung Während und UK. Test in Deutschland sind wellerslich quillen. Wenn ein Produkt dort Regelments schlecht abschneidet, ist das ein deutliches Zeichen. Wenn ein Produkt gut bewertet wird, lohnt es sich, das Original Testergebnis zu lesen und nicht nur den Ökoprobe auf der Verpackung, den das Unternehmen selbst anbringt. Die FU nennt Regel. Kenn dein Alternativen. Es gibt in Deutschland tatsächlich noch Hersteller und Konzept, die nach anderen Prinzipien arbeiten. Froster? Bei allen genannten Einzelnen ist eins der wenigen Unternehmen, das offen auf Zusatzstoff, Versität und seinen Inhaltsstoff transparent kommuniziert, in Ansatz, der zumindest Respekt würdigend. Regional Tiefkühlhospitialitäten aus kleineren Manufacturern, die in Bio, Supermarkt, Roken oder direkt den erlässlich sind, bieten oft echte Qualität, wenn auch zu höheren Preisen. Auch die Eigenmarken einiger Bio, Supermarktketten wie Alnatura oder DMBO werden regelmäßig von unabhängigen Testern besser bewertet als viel der groß in Markenprodukte. Und noch ein Wirklichkeit wichtigste Erkenntnis. Du bist nicht verpflichtet, diesen Unternehmen zu vertrauen. Vertrauen muss würdigend werden durch Transparenz, durch ehrliche Kommunikation, durch Qualität. In einer Gesellschaft, in der Lebensmittel der Motor unserer Gesundheit sind, sollte es selbstbewusst endlich sein, dass Konzern klar und ehrlich kommunizieren, was in ihren Produkten steckt. Die Tatsache, dass du dieses Video bis hierher geschaut hast, sieht, dass du bereit bist, mehr zu wissen. Und das ist der erste und wichtigste Schritt. Die Tiefkühlindustrie wird sich nicht von allein ändern. Sie ändert sich nur, wenn Verbraucher informiert Entscheidungen treffen, wenn sie bereit sind, ihn per Sekunden auf die gleichzeitige Verpackung zu schauen, wenn sie auf Marketing mit Wahrheit zu verwechseln. Du hast das Recht zu wissen, was du isst. Nutz dieses Recht. Leis die Labels, stell Fragen. Und unterstütze Unternehmen, die keine Angst haben, ehrlich zu sein. Denn echtes Essen beginnt mit bunten Verpackungen, es beginnt mit echten Zutaten, echten Menschen und echter Verantwortung.